Viel zu wenig Feuerwehrleute, viel zu wenig Regen und immer neue Feuer. Die Lage im Amazonas-Regenwald ist weiter wirklich sehr angespannt. Jetzt steht das Amazonas-Gipfeltreffen an, auf dem der Schutz des Regenwaldes gesichert werden soll. Aber können die Amazonas-Staaten das Ruder noch umreißen? Klicks um Nature. Hier gibt es täglich Videos rund um Natur und Umwelt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr kein Video. Los geht's! Die Feuer wüten im Amazonas-Regenwald mit unverminderter Brutalität, auch wenn Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro die Brandrodung für 60 Tage verboten hat. Ansonsten tritt er eher für die Landräuber ein und propagiert die Vertreibung der Ureinwohner, um Holz, Land und Bodenschätze zu gewinnen. Hilfsgelder lehnt er ab und die Feuerwehr bekämpft mit 100 Leuten ein Gebiet so groß wie Westdeutschland. Es ist wirklich schlimm und der Regenwald ist damit an einer Grenze angelangt, die wirklich kritisch ist. Wenn 20% des Regenwaldes vernichtet sind, kann er sich nicht mehr selbst regenerieren und wird sich für Jahrzehnte nicht mehr erholen. Deshalb hat Kolumbiens Präsident Iván Duque die Regierungschefs aller Anrainerstaaten für heute Freitag zusammengerufen, um Sofortmaßnahmen zu diskutieren und möglichst auch zu beschließen. Ein Teilnehmer wird sich dabei entspannt zurücklehnen können: Lenin Moreno, Präsident von Ecuador. In dem kleinen Land gibt es nämlich keine großflächigen Waldbrände und das zeigt, wie die Politik die Natur erhalten kann. Hier wurde nämlich das Land, auf dem die Ureinwohner leben, auch den Ureinwohnern überlassen. Keine Vertreibung, keine widerrechtliche Nutzung des Regenwaldes. Vielleicht kann die Konferenz aus dieser Politik Schlüsse ziehen und die anderen Staaten zu ähnlichen Lösungen motivieren. Denn letztendlich bedeutet die Vernichtung der wichtigsten Ressource auch bei den Staaten selbst auf Dauer den ökologischen, aber auch wirtschaftlichen Bankrott. Denn nicht nur Brasilien gehört hier zu den Sündern, sondern auch zum Beispiel Bolivien. Im Gegensatz zum rechtspopulistischen brasilianischen Präsidenten ist der bolivianische Präsident Evo Morales linkspopulistisch. Beide schenken sich nichts. Hier wurden die Brandrodungen, also in Bolivien, Anfang Juli sogar per Dekret erlaubt. Nachdem der Erdgaspreis gesunken ist und damit die wichtigste Einnahmequelle des Landes nicht mehr so sprudelt, setzt die Regierung auf Fleischexport und dafür benötigt sie Weideflächen. Dementsprechend sind die Regenwaldbrände dort auch wegen der Trockenheit außer Kontrolle geraten. Das Land zerstört ebenso wie Brasilien seine wichtigste Ressource. Ohne diese Ressource ist die gesamte Region aber kaum noch existenzfähig, vor allem wenn die Auswirkungen des Klimawandels weiter zuschlagen. Wir haben hier ja über die Statistik der Notre Dame Global Adaptation Initiative berichtet. Nach Afrika wird der Klimawandel die schlimmsten Folgen in Südamerika haben, denn Infrastruktur und die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln ist einfach zu schlecht, um die Bevölkerung vor den Folgen zu schützen. Verschwindet dann auch noch der Regenwald, wird Südamerika zur Savanne wie weite Teile Afrikas. Der Kontinent wird dann kaum noch überlebensfähig sein. Welche Länder wie für den Klimawandel gerüstet sind, erfahrt ihr Sekunde vorab. Bitte abonniert Klicks um Nature. Ihr tragt damit ganz konkret zur Verbreitung solcher sehr wichtiger Themen bei. Jedes Abo zählt. Vielen Dank und hier die Videoempfehlung. Afrika wird den Klimawandel nicht überleben. Anschauen, anklicken und nicht die Glocke beim Abo vergessen. Bis dann. Bleibt dran.